Liebe Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, Frau Präsident, werte Kollegen und liebe Gäste, zunächst einmal möchte ich meiner Verwunderung darüber Ausdruck verleihen, dass die Fraktion der Linken heute zum dritten Mal Anträge stellt, die wir in dieser Legislaturperiode schon hatten. Punkt 4, Wahlrecht mit 16, Tagesordnungspunkt 9 und Tagesordnungspunkt 12 hatten Sie 12 im Dezember letzten Jahres, Punkt 4 im Februar letzten Jahres, alle schon mal gestellt. Ich frage mich langsam, geht Ihnen die geistige Kapazität aus, Neues zu finden, sodass Sie immer auf schon abgelehnte Anträge zurückkommen müssen? Wie gesagt, es ist auffällig, wir sind bei Tagesordnungspunkt 12, eigentlich 11, weil der vorgezogen ist, und wir haben die dritte Doppelung. Irgendwo ist dieser Landtag ja auch nicht dazu da, immer wieder die gleichen Entscheidungen neu zu treffen. Sie müssten auch mal akzeptieren, dass ohne Änderung der Mehrheitsverhältnisse sowas eben nicht geht. Jetzt zu Ihrem Antrag, § 219a abzuschaffen. Ich glaube, niemand hier, auch kein Mann und erst recht keine Frau, würde es sich leicht machen und behaupten, die Entscheidung gegen eine Schwangerschaft, die wird einfach so mal ausgewürfelt oder irgendwas. Das sind Konfliktpotenziale, und dazu gibt es eben diese Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, 42 hier im Land. Und was das Gesetz verlangt über den § 219a ist nicht mehr als das, was das Strafrecht ohnehin festschreibt in § 218, nämlich dass Frauen, die in einem Schwangerschaftskonflikt sich befinden, eine solche Beratungsstelle aufsuchen. Das können Sie auch nicht ändern, wenn Sie den 219a ändern. Das bleibt. Und in dieser Beratungsstelle werden den Frauen, und zwar eine ganze Liste von Praxen von Gynäkologinnen und Gynäkologen genannt, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. Das heißt also, auch die Arztwahlfreiheit bleibt gewahrt. Ich verstehe nicht ganz, was das Ziel Ihres Antrags sein soll, wenn Sie einerseits sagen, das stellen Sie nicht in Frage, aber Sie wollen andererseits, dass Ärzte werben dürfen für diese Dienstleistung der Tötung ungeborenen Lebens. Jeder Arzt, ja, und Sie können es noch 20 Mal sagen, aber nicht jetzt, wo es um meine Zeit geht. Jeder niedergelassene Frauenarzt und jede Frauenärztin in Krankenhäusern in diesem Lande weiß, wo die rechtliche Grenze liegt. Sie können jeder Patientin jederzeit alle Informationen über einen eventuell bevorstehenden Schwangerschaftsabbruch geben. Jeder Patientin. Patient wird man aber nicht dadurch, dass man im Internet irgendwelche Seiten anklickt, sondern dann muss man schon in die Praxis gehen. Und in der Praxis darf jede Form von Information erfolgen. Wenn ich außerhalb der Praxis öffentlich in meiner Seite aber inseriere, nehme Schwangerschaftsabbrüche vor, dann ist das eben Werbung. Und genau das wird von § 219a untersagt. Und diese Grenze, die sollte angesichts dessen, um was es hier geht, keinesfalls unterschritten werden. Und deswegen ist der § 219a, unabhängig davon, dass er auch gesetzestechnisch notwendig ist, auch inhaltlich richtig. Warum? Es geht nicht, wie Sie hier suggerieren, und jedenfalls nicht nur um das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Es geht um ungeborenes Leben, um das höchste Wertgut, das wir überhaupt haben, das auch in unserer Verfassung als allerhöchstes Gut anerkannt wird. Ungeborenes Leben. Und dann ist es ja wohl das Mindeste, was man erwarten kann, dass ich mich zu dem Arzt oder der Ärztin meines Vertrauens begebe, wenn ich Informationen haben möchte und nicht ein Faltblatt bekomme, wo drin steht, dies und jenes müsst ihr machen und so weiter. Das ist eindeutiges Überschreiten dieser Grenze. Deswegen wurde die Frau Hane in beiden Instanzen zu Recht verurteilt von einem Richter, bitteschön, das haben Sie ja sicher auch mitbekommen, der hinterher in einer persönlichen Erklärung erklärt hat, dass er der Ärztin Hane das hoch anrechnet, dass sie das durchgezogen hat, und ihr empfiehlt, diese Strafgeld, das sie jetzt zahlen musste, diese Geldstrafe, als einen Ehrentitel mit sich zu führen. Also jemand, der inhaltlich ganz auf ihrer Seite ist und den § 219a abschaffen möchte, aber sich eben daran gebunden fühlt. Das ist geltendes Recht, und das muss es bleiben, einfach weil es um den Höchstwert überhaupt geht. Und wenn Sie das in Rede stellen, in Frage stellen, dann stellen Sie die Hürde in Frage, die unser Strafgesetz, aber auch unsere gesamte Rechtsordnung zu Recht aufgebürdet hat,
damit nicht jedermann fremdes Leben und auch das in einer Frau wachsende Leben ist nicht ihres, sondern fremdes Leben antastet und leichtfertig einfach opfert. Und aus eben diesem Grunde ist es so wichtig, dass nicht in der Öffentlichkeit für eine solche Handlung geworben wird, abgesehen davon, dass es ist Werbung. Werbung ist, wenn ich nach außen mit meiner Leistung in Erscheinung trete und dafür finanzielle Vorteile einsacke. Ich kann jederzeit meiner Patientin alles sagen in der Praxis. Und diese kleine, in Anführungszeichen, Grenze, die kann man ja wohl einhalten. Man muss nicht auf einer Facebook-Seite und vielleicht noch mit Aushang, was weiß ich wo, anpreisen. Hier werden Abtreibungen vorgenommen. Ich möchte Sie mal hören, wenn irgendjemand sagt, im Facebook inseriert oder auf seiner Internetseite bekannt gibt, habt ihr Probleme mit Oma und Opa? Bei uns wird Oma und Opa kostengünstig entsorgt. Aufforderung zu einer Straftat und Werbung für eine solche. Da erhebt sich natürlich jetzt Widerspruch zu Recht, und es beruhigt mich auch ein bisschen. Das ist im Kern genau das Gleiche, was ansonsten, was Sie hier fordern mit der Streichung von § 219a. Diese Norm ist inhaltlich richtig und sie ist auch gesetzestechnisch notwendig. Um das noch zu sagen, weil wir hier den Sonderfall haben, dass eine rechtswidrige Tat wegen einem persönlichen Strafausschließungsgrund nicht unter Strafe steht, was richtig ist. Das bedeutet aber auch, dass sich Vorbereitungs- und Beihilfehandlungen als solche nicht strafbar gestalten könnte. Und deswegen brauchen wir den 219a, um solche Werbung zu verhindern. Das mal gesagt. Und um noch mal mit einem dritten Fehlargument aufzuräumen, es ist eine Vorschrift in der Tat, die ist 1933 ins Strafgesetzbuch gekommen. Das Strafgesetzbuch ist in der Zwischenzeit mehrfach grundlegend reformiert und überarbeitet worden. Und selbst dieser § 219a ist in der großen Strafrechtsreform im Jahr 1977 grundlegend im Wortlaut geändert worden. Der Inhalt ist allerdings erhalten geblieben. Dann noch von nationalsozialistischem Recht zu sprechen, ist bewusste Irreführung derer, die Ihnen dazuhören. Aus all diesen Gründen soll und muss es bitte bei dem bisherigen § 219a bleiben. Das sind wir der Würde des ungeborenen Lebens im Minimum schuldig.